Yes. Los, schnell, tu was. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I don't have any power. Now I have to do this by myself. Max, seriously, don't come near me! I will jump! Okay. I'm right here. Kate, please. Oh, Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. Alles wird sich zum Guten wenden. Das ist jetzt so ein Spruch, den sagt man in so einer Situation immer. Du bist wichtig. You matter. And not just to me. I do want to believe that. Kate, your life is still yours. And we can get through this together. Let me help. Like I helped by erasing all that crap people wrote on your room slate. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. Of course I worry. You're my friend, Kate. I did feel better talking to you on the phone. I always feel like you really listen. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. That's your story now. How can I trust you? What about this morning when I needed help? You told me to do nothing. Wir müssen ihr zusprechen. Wenn sie nur den Hauch einer... Wenn sie nur einen Hauch an uns zweifelt, wird sie springen. Und dann können wir nichts mehr tun. Kate, I'm gathering proof that Nathan Prescott drugged you. And you're not the only victim. So you have to help me take Nathan down. Nathan Prescott? That makes sense. He's a scumbag. You have proof now? Soon, then straight to the police. Think of it like we're cleansing Blackwell. You do have my back, Max. That's the first time I've felt hopeful in a week. Good. We all need to have each other's Ja, backs. bitte. So, I want you to come with me now. Please. You don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. I'm already on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Scheiße. Es gibt Millionen von Videos. Nein, das hilft ihr nicht, weil es... Kate, this is our chance to beat the bullies. That's the only way we can win against them. Can we really, Max? I don't believe in miracles anymore either. Now I do. You're part of the reason why. If you come down with me, I can tell you more. You're such a good person, Max. Even if you're full of crap. But I'll come with you. You're my friend. Ja. Forever. Can we hug on it? No. Nobody cares about me. Nobody. Oh, ich will, dass das vorbei ist. Ich will sie retten. Ich will sie unbedingt retten. Deine Mutter, dein Vater, deine Schwestern, deine Brüder. Die Verbindung von Schwestern ist eigentlich eine der größten Verbindungen neben der zu der eigenen Mutter. Wir probieren es erstmal. What about your mother, Kate? You'll destroy her. She doesn't care about a video. She loves you. You don't know my mother at all. She already thinks Satan has me on the fast track to hell.
Let's Nein, prove it. nein, nein, No! nein, nein, nein. Kate, please stop. Listen. This isn't the end, Kate. There's no way God doesn't have big plans for you here. Nice try, Max. But God put me on this route. Scheiße. Jetzt müsste ich natürlich bibelfest sein. Scheiße. Und mit Matthäus kann man eigentlich immer punkten. Oh, bitte lass es helfen. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Matthew 11:28. I can't believe you quoted one of my favorite passages. Like I said, I care about you. I know this passage means a lot to you. Bitte, 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 bitte. Komm, komm. Ja. I'm sorry. Sorry. What are you talking about? You saved me from talking in class. Now, I know today was difficult for everybody, but I'm so proud of the way Blackwell pulled together to save a young girl's life. Of course, you're quite a hero for getting Kate to come down, Max. I didn't do much. She's modest. Like a real hero. Yeah, real hero. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously. I take the well-being of every student more seriously. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen, as our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not, and that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through, but Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Miss Caulfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. Boah, dieses Spiel. Jetzt ernsthaft? Jeder von den dreien hat in irgendeiner Hinsicht etwas damit zu tun, dass Kate auf diesem Dach gelandet ist. Ich weiß nicht, wem ich die Schuld mehr geben muss. Wir haben keine Beweise dafür, dass Nathan ihr Drohungen gegeben hat. Wir wissen nicht, was David zu ihr gesagt hat. Und ganz ehrlich, ich bin auch der Meinung, dass David, könnt ihr sagen, was ihr wollt, ich bin immer noch der Meinung, dass David hier eine Rolle spielt, die eine andere ist, als ihr jetzt vielleicht vom Spiel gegeben ist. Und im Prinzip, also jeder von ihnen, aber Mr. Jefferson hat sie eigentlich dazu gebracht, letzten Endes auf dieses Dach zu steigen, um ihrem Leben ein Ende zu geben. Im Prinzip hat jeder von den dreien da seine Pflicht getan, dass sie auf dieses Dach gestiegen ist, um zu springen.
Für Nathan haben wir keine Beweise. Bei David haben wir... Im Prinzip könnten... Also Nathan fällt schon mal komplett raus. Wenn wir mit Nathan jetzt noch mal Schaden machen, dafür müssen wir wirklich erst Beweise haben, dass Nathan damit irgendwas zu tun hat. Nathan fällt raus. Jefferson hat sie zum Weinen gebracht. Jefferson ist eigentlich der Letzte, der sie gesehen hat, der eigentlich in irgendeiner Hinsicht etwas hätte tun können. David hat gesagt, er kümmert sich nur um die, oder er ist halt besorgt um die Sicherheit seiner Mitmenschen im Prinzip. Er hat im Krieg Dinge gesehen und vielleicht ist nicht jede seiner Entscheidungen da richtig. Er tut falsche Dinge aus richtigen Gründen, meiner Meinung nach. Und deswegen muss ich die Schuld leider Mr. Jefferson geben, weil er einfach der Letzte gewesen ist, der Kate hätte davon abbringen können, zu springen. Oder der Letzte, dass sie überhaupt erst auf dieses Dach gestiegen ist. Wären wir nicht da gewesen, wäre Kate jetzt tot. Und Mr. Jefferson wäre der Letzte gewesen, der hätte irgendetwas tun können. I saw Mr. Jefferson talking to Kate right before our class. Then she ran off crying. Mark, I do know that Miss Marsh has assisted you on class events. Kate, Miss Marsh has been very withdrawn lately. I assume this awful video was the cause. I hated seeing the students laugh at her. She was upset Miss Caulfield didn't return her calls. She felt rejected by the school. She shouldn't have asked to be on video, macking with some dudes. You ass! She didn't ask for any of this. No, on the contrary. Max was right to bring this up. Now, I wanted to help, but I guess I was too late. Well, now this is problematic. The publicity is rising, and perhaps you shouldn't represent Blackwell at the Everyday Heroes contest in San Francisco. Are you serious? I am. We don't need any negative press about that event. And we need to involve the Academy in possible disciplinarian measures for you. I understand. There are bigger things at stake than me. The life of a young girl, for one. Maybe you should investigate other staff members. Max told me she knew things about Mr. Madsen. Let Max speak for herself. Everything we talked about here will be looked into. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me, but I think I can use my power again. Nein, ich bleibe dabei. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. I couldn't even believe it was happening. It was literally slow motion as I grabbed her hand. And then I could feel her grabbing mine. Max, that was the greatest thing I've ever seen. Ever! You reached out, she reached out, hugs, tears, applause. Like a superhero. Not quite. Look at me. I'm a mess. You're glowing. Seriously, a human halo. I'm pretty sure you earned your wings today. I'm still worried about Kate. She did try to kill herself. All over a video. Viral is the right word. Like a disease. So you watched it? Just 1.5 times. Warren,
I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday, and Madsen is a straight-up dickhead. So, what do you think is really happening? What the hell is this? The weather confirms this weird day. Feel that chill. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. I believe you, Warren. I'll believe anything this week. Out of Time. Und das war Life is Strange, Episode 2. Keine Zeit mehr oder auch im Englischen Out of Time. Uff. Okay. Also sonderlich viel Storyline hatten wir jetzt nicht, muss ich sagen. Also die ersten 2 Stunden habe ich eigentlich, die relativ schnell gegangen sind, habe ich eigentlich im Wohnheim verbracht, bis wir dann auch endlich im Diner die letzten 2,5 Stunden, die waren dann relativ schnell. Ich habe jetzt 4,5 Stunden, nehme ich jetzt schon knapp auf jetzt, also habe das jetzt Ganze an einem Stück praktisch aufgenommen und ich muss sagen,
Da hat der zweite Part, den ich aufgenommen habe, hat relativ mehr... hat mir relativ mehr zugesetzt. Zu den jeweiligen Charakteren muss ich sagen, ich freue mich für Dana, hoffe, dass sie mit dem anderen da glücklicher wird. Ja, mit Victoria, das müssten wir wieder gerade biegen. Ich bereue meine Entscheidung in Episode 1 eigentlich immer noch nicht. Finde aber die Reaktion von Victoria einfach hemmungslos übertrieben. Und dass sie mit Nathan natürlich da unter einer Decke steckt. Ich weiß nicht, ob Nathan... Ja. Was soll ich sagen? Ich denke einfach, dass... Rachel ist verschwunden. Wir haben einen Ordner über... Alter, hier fliegt auch gerade, ich habe Fenster auf. Ist jetzt 20 vor 1, jetzt schon fast in der Nacht. Ich habe Fenster auf, jetzt fliegt hier so viel Getier schon hier rum. Ich mache mal eben kurz hier Fenster zu, damit hier nicht noch mehr reinfliegt. Einen Moment. Also, Rachel... Wir haben jetzt den Ordner über Rachel gefunden und jetzt haben wir gerade gesehen den Ordner von Kate. Ich bin immer noch der Meinung, dass das Video von Kate, was aufgetaucht ist, dass das, was Kate da getan hat, nicht freiwillig geschehen ist. Wie wir ja wissen. Anscheinend hat Nathan sie unter Drohung gesetzt und dann ist sie irgendwo... Was genau mit Kate passiert ist, das muss Kate uns leider noch erzählen, leider. Wir haben Kate jetzt erstmal davon abgehalten, von diesem Dach zu springen, wo ich echt froh bin, dass wir das geschafft haben. Also echt Wahnsinn, dass wir das geschafft haben. Freue ich mich echt. Das beim ersten Versuch. Ich glaube, das schafft nicht jeder beim ersten Versuch. Ich bin froh, dass ich das geschafft habe. Ich bin auch relativ zufrieden, dass wir irgendwie immer die richtigen Antworten gefunden haben. Glaube ich zumindest. Ich bin einfach nur wahnsinnig froh, dass wir Kate retten konnten. Das ist so das Einzige. Und dass wir natürlich auch Chloe retten konnten. Obwohl ich ganz ehrlich, es war jetzt schon das zweite Mal, dass wir Chloe retten mussten. Und Menschen... Also ich glaube daran, dass Menschen ein Lebensziel haben. Und dass sie sich aber selbst den Weg dorthin aussuchen dürfen. Bei Chloe ist es aber, glaube ich, so, dass ihr Schicksal mittlerweile gekommen ist, zu sterben. Glaube ich zumindest, weil es jetzt schon das zweite Mal gewesen ist, dass wir Chloe aus einer bremslichen Lage retten mussten. Und das heißt, wenn der Tod jemanden haben will, dann holt sich der Tod auch denjenigen, egal wie. Und ich denke, dass es einfach das Schicksal von Chloe ist, dass sie sterben muss, glaube ich. Weiß ich nicht. So kommt es mir zumindest vor. Was das Ganze mit Max zu tun hat und ihrer Fähigkeit. Ich glaube, dass Max auch ein bestimmtes Ziel hat, nämlich diesen Tornado aufzuhalten. Deswegen hat sie diese Fähigkeit bekommen. Und ich
glaube, die hat sie von Rachel Amber. Ob das bedeutet, dass Rachel tot ist und dass sie deswegen die Kraft bekommen hat vom Schmetterling, das ist eine andere Sache. Oder ob Rachel vielleicht noch lebt und die Zauberkraft sich auf den Weg zu Max gemacht hat. Man weiß es nicht so richtig. Das ist ganz schwierig. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe wirklich, dass wir da auch dann in der nächsten Episode dann noch mehr Antworten bekommen. Nochmal danke an die Translators. Das sind ein paar mehr. Webfishy, Coldcash, Lafaros, Naomi, Promi, Diadante, Schnitzel of Pain, Senin, X-Con und Horak. Vielen Dank für die deutsche Übersetzung. Wieder mal, auch in dieser Episode. Und diesmal muss ich mir wirklich daran erinnern, dass ich die auch in die Beschreibung reinpacke. Sonst ist es ja doof. Und ich hoffe, wir kriegen in Episode 3 wieder ein paar mehr Antworten, weil das hat jetzt alles noch mehr aufgewirbelt, als eigentlich sein sollte. Du hast Kate geraten, auf mehr Beweise zu warten. Das haben auch 56% getan. 35% haben Kate geraten, zur Polizei zu gehen. Du hast Kates Anruf entgegengenommen. Das haben 80% gemacht. Du hast Kates Anruf nicht angenommen, 20%. Wäre auch unmenschlich gewesen, wenn man es nicht getan hätte. Du hast versucht, Frank zu erschießen, 57%. Du hast nicht versucht, Frank zu erschießen, 43%. Gut. Du hast Kate das Leben gerettet, das haben 66% gemacht, 34% haben es nicht getan. Ich glaube, da haben auch viele zuerst das nicht geschafft und haben es dennoch mal neu versucht. Du hast Mr. Jefferson beschuldigt. Das haben 8% gemacht. Das ist relativ wenig. 78% haben Nathan beschuldigt, ohne irgendwie jeglichen Beweis. Das ist mutig. Und bei die David beschuldigt haben, die denken immer noch, dass er mehr Dreck am Stecken hat, als er zugibt. Ich bin immer noch der Meinung, dass er eine Snape-Rolle hat. Einfach. Du hast die Pflanze gegossen. 74% haben das getan. Du hast die Pflanze nicht gegossen. 26%. Du hast Alyssa geholfen. 65%. 35% haben es nicht getan. Du hast den Link zu Kates Video weggewischt. Das haben 95% gemacht. Ja, Leute. Die das nicht getan haben, ich glaube, das sind Spielstände, wo man einfach mal ein bisschen herumexperimentiert hat. Du warst freundlich zu Taylor, 52%, 48% haben es nicht gemacht. Da schneidet sich das Ganze so eher gleichgerecht auf. Du hast Warrens Einladung angenommen, haben 78% gemacht. 22% haben es nicht getan, so wie ich. Du hast eine Nachricht geschrieben, 58%, 52% haben es nicht gemacht. Du hast die Gleise in Ruhe gelassen, 69%. Du hast die Gleise manipuliert, 31%. Ich wusste gar nicht, ich habe einfach irgendwas gemacht. Du hast Zugang zur Vortex Club Party bekommen, 54%, 46% haben es nicht bekommen, weil die es dann, glaube ich, nicht weiter versucht haben. Du hast Warren geholfen, 46%, du hast Warren nicht geholfen. Ja, wie hätten wir Warren denn helfen können? Das weiß ich nicht. Du hast Mr. Jefferson von David erzählt, 84%. Du hast Jefferson nichts von David erzählt. Ja, Das ist noch von der letzten Episode. Das ist von dieser Episode. Ja, also, mit dieser Entscheidung bin ich zufrieden. Mit dieser Entscheidung bin ich zufrieden. Wenn ich so sehe, dass aber 57-43%, das ist jetzt nicht so, das sind, sind 7% Unterschied. Stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Ah, ihr wisst schon, was ich meine. Das ist eigentlich relativ gerecht aufgeteilt. Hier, ja, ich glaube, diese 8%, ich glaube, die denken so wie ich, oder das sind halt Spielstände, die mal was anderes ausprobieren wollten. Ich bin, wie gesagt, immer noch der Meinung, dass Jefferson
wenn er richtiges Feinfühlungsvermögen gehabt hätte, dass er Kate dazu gebracht hätte, nicht zu springen. Er war in dem Moment eine der letzten Personen, die hätte etwas ausrichten können und deswegen habe ich ihn beschuldigt. Ob das jetzt das Richtige gewesen ist, weiß ich nicht. Aber 8% haben das genauso gesehen wie ich oder es sind wie gesagt Spielstände, die mal was anderes ausprobieren wollten. Dass 78% Nathan beschuldigt haben, das liegt glaube ich dann in der Hand, dass sie Nathan momentan für den Bösewicht halten, was er ja auch ist. Bloß die haben halt einfach keine Beweise gehabt. Deswegen verstehe ich das nicht ganz. Ja, Freunde habe ich nicht. Deswegen, ja. Könnten das jetzt auch nochmal aktualisieren. Bloß da wird sich nichts ändern an den Zahlen. Seht ihr, da ändert sich nichts. Okay. Gut, Teaser zur Episode 3. Life is Strange Episode 3 Chaos-Theorie. Machen wir in der nächsten Episode von Let's Play Life is Strange. Ich find das cool, wie sich der Hintergrund hier ändert. Hatten wir auch schon zu Alan Wake. So, nach 4,5 Stunden beende ich dann jetzt auch mal meine Aufnahmesession. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir hoffen ganz einfach mal, dass, ja, wir in der... Was gibt es eigentlich bei runterladbare Inhalte? Ach, da öffnet sich Steam. 280 Stunden derzeitiges Spiel. Ich glaube, das ist aber nicht meine. Ja, wir können... Ja, keine Ahnung. So. Okay. Ich würde sagen, ja, 0:50 Uhr ist es spät. Ich muss jetzt gleich noch schneiden und rendern. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Episode von Let's Play Life is Strange und in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.